Man denkt ja vielleicht, erneuerbare Energien, das war immer schon leichter, Kommunikation zu machen, weil das ja so eine boomende Branche ist. Ist nicht so. Es gab auch eine lange Zeit, wo gerade in der Solarbranche, wo es den Firmen einfach auch zu gut ging, wo sie gesagt haben, ja, ich mache doch genug Geld, ich verkaufe doch genug Produkte, warum soll ich dann noch Kommunikation machen? Das kann ich ja nachher alles gar nicht mehr leisten. Solche Phasen gab es immer wieder. Es gab auch nicht unbedingt immer eine Einsicht, dass auch strategische Kommunikation sinnvoll ist. Also ein Beispiel, was ich auch in meinem PR-Leitfaden nenne, dass dann halt auch ja, Modulhersteller dann ihr komplettes Marketingbudget für Sponsoring von Fußballstadien ausgegeben haben, ohne auch B2B-Kommunikation vielleicht zu machen. Dann hat jeder vielleicht den Namen mal gesehen, aber keiner weiß, was macht die Firma überhaupt. Generell ist natürlich in den letzten 20 Jahren das Verständnis auf Kommunikation sehr gewachsen. Früher, als ich angefangen habe mit meiner PR-Agentur, da gab es in vielen Firmen gar keine Marketingabteilung. Da waren auch meine Ansprechpartner oft die Geschäftsführer. Irgendwann wurden dann auch oft Assistenten der Buchführung als Marketing-Ansprechpartner deklariert, auch wenn sie überhaupt gar kein Marketing-Know-how mitgebracht haben. Vertrieb gab es dann offiziell schon, aber die haben eher verteilt als jetzt wirklich aktiv verkauft, weil die Nachfrage einfach so extrem groß war. Sodass es einfach auch nicht so wichtig war, dass man sich kommunikativ abgrenzt und seine USPs definiert und sagt, was kann ich besser eigentlich als der andere, weil es wurde ja sowieso alles verkauft. Ich habe mich immer wieder dafür eingesetzt, das zu tun, aber es war jetzt vor 20 Jahren auch nicht immer so leicht, auch wenn es der Branche dann sehr gut ging. Also ich empfehle halt auch immer meinen Kunden, sich erstmal zu überlegen, was will ich überhaupt mit Kommunikation erreichen und wen will ich überhaupt erreichen, um dann halt die Maßnahmen zu definieren. Was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass man den Erfolg halt auch kontrolliert und dann die Maßnahmen entsprechend anpassen kann. Was ich weiterhin empfehlen würde, ist, dass man sich seinen Wettbewerb genauer anschaut. Das fällt mir immer wieder auf, dass meine Kunden gar nicht so genau wissen, wer ist überhaupt mein Wettbewerb und wie kommuniziert der denn auch. Manche haben dann unheimlich ausführliche Analysen erstellt über den Wettbewerb, aber haben dann vielleicht genau denselben Claim wie der Wettbewerb und merken es gar nicht. Auch die Kommunikation des Wettbewerbs und wie man sich davon am besten abgrenzen kann, halte ich für extrem wichtig, was manchmal noch nicht so viel gemacht wird.